Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wenn alles klappt, solltet ihr jetzt meine Frau auch hören, wenn sie was sagt. Ja, ich weiß noch nicht so genau. Guten Morgen. Guten Morgen. Das geht ja. Ja, herzlich willkommen bei unserer nächsten und auch größeren Tour. Wir sind gerade losgefahren vor ein paar Minuten, fahren jetzt zum ersten Treffpunkt und ich blende jetzt mal ein, was wir denn so vorhaben. In den nächsten 16 Tagen geht's nach Südosten, um es genauer zu sagen, nach Rumänien. Und das Ganze machen wir zusammen mit Ute und Fritze und hoffen einfach mal, dass das Wetter so bleiben wird. Wir haben jetzt im Moment 16 Grad, das wird allerdings doch um einiges hochgehen heute. Und wir fahren jetzt, wie gesagt, zum Treffpunkt, sammeln die zwei dort ein und werden dann uns, weil wir heute einiges an Kilometern machen müssen, werden uns dann erstmal auf die Autobahn Richtung Berlin begeben. Und weil Autobahn ja ziemlich langweilig ist, werde ich auch nicht so viel filmen dabei, wenn wir auf der Autobahn herumfahren. Aber ich werde mich dann gleich in der Nähe von Lüneburg am Treffpunkt dann nochmal melden. So, jetzt sind wir gleich am ersten Treffpunkt. Oder an dem Treffpunkt sind wir gleich angekommen und sammeln dort Ute und Peter ein. Ja, es wird überwiegend Autobahn sein heute, wie ich schon gesagt hatte, und haben jetzt insgesamt 460 Kilometer vor uns. Und es geht nach Saalgast. Ich zeige euch mal auf der Karte, wie die Route von heute aussieht. Morgen wird es ähnlich sein von der Entfernung und wir werden uns heute Abend mal anschauen, wie das mit den Temperaturen insbesondere morgen aussieht, denn morgen fahren wir schon mal weniger Autobahn, aber haben eine ähnliche Strecke vor uns und wenn es was zu sehen gibt, mache ich wieder an. Ja, am Treffpunkt angekommen, soweit alles vorbereitet. Wir kommen mega pünktlich weg, so wie es aussieht. Und als nächstes fahren wir in Richtung Elbe, müssen zur Autobahn. Und dann werde ich auch die Kameras erst einmal ausmachen. Hallo. So interessant ist Hello. das. Ihr beiden sind schon mal da. Ja, dann melden Aber sich du noch da meldet sich der Fritzi über das System. sicher an ist? Ja, also ich höre dich. Ist er auch da? Ja, Irgendwas piepst da? ich bin Blutdruck das. ist auch da. Das war mein Blutdruck, genau. Das war das Blutdruckmessgerät. Blutdruck ist da, Reifendruck ist da, kann losgehen. Habt ihr eins mit dabei? Blutdruckmessgerät? Ja, Immer genau. permanent Und eingebaut. so eine Bumskiste habe ich auch mit. Eine Klaus. Bumskiste? Eine Bumskiste zum Klaus. bei Aussetzen, bei Herzfehlern. Wo es immer heißt, alle weg. So, also meine Kamera läuft jetzt schon mal. Insofern, Rechts vor links, ne? Mhm. Aber nur wenn was kommt. ja, genau. Gestern kam auch nichts. Also meine Kamera läuft, insofern könnt ihr mal guten Morgen sagen. Gefälligst. Guten Morgen. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Ja. Familie. Moin. Das, was ihr gerade gehört habt, sind die zwei vor uns. Genau. Ich bin noch nicht im Quasselmodus. Ich bin noch im Konzentrationsmodus, Ja, weil ich auch. ich gucken muss, ob alles läuft und ob auch. ich irgendwas vergessen habe. Und Zum, Ob Ute hinten drauf sitzt. Uwe, bist du da überhaupt? Ja. für was vergessen ist jetzt ohnehin zu spät, Peter. Ja, das sehe ich auch so. Ja, also wieder mal überladen wie immer. Ja. Ich bin da heute Morgen dann auch prompt mit der geringsten Federvorspannung losgefahren und Okay. habe dann auf dieses Display geguckt und denk,
Wie stellst du den Kram jetzt um? Okay. Aber ich hab's rausgefunden. Jetzt steht das ESA auf Auto Ja. und ja, hat das hoffentlich alles kompensiert, was ich so eingeladen habe. Aber überraschenderweise sehr wenig. Ja. Da hatte ich also in Garmisch mindestens das Doppelte mit. Obwohl ich alleine gefahren bin. Jackie eine Tasche, ich die kleine Tasche und der Rest Klimbim da mit Drohne und Schloss und bla bla bla, Kabel, alles hinten in dem Koffer. Also 2-mal Tuberei und ein Verschluss fürs Waschbecken, eine kleine Leine zum Trocknen, hasta la vista. Das muss auch hört so sich gehen. gut an. Und wir sind nicht im Regen losgefahren. Nee, das gehört sicher auch nicht. Das ist die Lauenburg und die Elbe. Da links ist Lauenburg. Ist so wieder nach links die Kamera und nach vorne die Augen. Nee, was schön hier, du. Ja. Eine Ewigkeit später. So, ich mache jetzt mal die Kamera an. Das muss man doch mal gesehen haben. Wir können es ja wieder löschen. So, liebe Freunde, das ist kein Zeitsprung. Wir sind noch nicht in Rumänien. Wenn das auch so aussieht. Ob schon der wäre. Sage und schreibe sind wir in der Nähe von Schwerin und versuchen hier trotz aller Widrigkeiten, Straßensperrungen und anderen Extremitäten hier durchzukommen. Es ging ja damit los, dass die A24 gesperrt war. Genau. Dann haben wir Ja. gedacht, okay, da machen wir noch nichts von. Dann sind Ja. wir über die 14 nach Ludwigslust runtergefahren Genau. und da ging dann die Umleitung irgendwie in eine ganz andere Richtung. Da hatten wir schon den ersten Verdacht, dass die Schilder da nur zur Deko stehen. Da sind wir wieder zurück über eine andere Umleitungsstrecke und da haben wir es dann gemerkt, dass die Schilder tatsächlich nur zur Deko stehen. Sind wir die 14 hochgefahren Richtung Schwerin. Haben gedacht, da fahren wir von Schwerin die 321 Richtung Osten, Richtung Berlin. Aber das haben sie uns dann auch nicht gelassen, weil die dann plötzlich auch gesperrt war, Richtung Kriwitz und Parchim. Und so langsam haben wir den Verdacht, dass wir großflächig, Uns am Also Arsch entweder- stecken wollen. entweder hat sich da ein riesen Krater aufgetan, oder da ist eine Atombombe explodiert, irgendwas. Also auf eine Breite von 50 Kilometern ungefähr geht es nicht weiter Richtung Osten hier. Ich weiß, was das Aber ist. jetzt haben wir einen kleinen Vorteil. 2 Autos vor uns ist ein Berliner. Und da wollen wir eigentlich auch irgendwie hin. Ja. Ja, er auch, aber er kommt da auch nicht hin. Was ist wichtig? Das Wichtigste beim Motorradfahren? Langsam fahren können. So wie hier. Verdammter Mist. So ist es. Irgendwo muss ja noch was kommen. Da In stand ja 200 vorhin. in 200 Sackgasse. Metern nach links. Keine Wendemöglichkeit. Aber guck mal, nach links geht's doch. Ja. Ja, die, guck mal, die Wieso, wieso wollen die dann alle nach rechts? Weiß ich nicht. Nee, der Berliner will auch nach links. Die, Der genau. Berliner geht auch nach links. Ja. Ach, die haben sie nur zur Abschreckung aufgestellt. Genau. Ja, guck, wie hier, Wieder so eine Touristenverklapse war Eine das. Pseudo. Eine Touristenverklapse. das ist nur Abschreckung. Und genau Alles dieser klar. Typ, der da stand und gesagt hat, da kann man nicht durch, das war auch nur so ein abschreckendes Beispiel. Ja. So eine Den Vogel. haben wir,
Den Der haben sie wird bezahlt. bezahlt. Das sah schon aus wie eine Vogelscheuche. Das war auch eine. Hier kann man nicht durchfahren. Ja, keine Ahnung, wo Siehste. wir überall durchfahren können. Ja, und dann kommen die Krabmelders hier und dann ist hier aber Die Straße, wo man nicht durchfahren kann, die gibt's noch gar nicht. noch nicht. So. Nun geht das aber los hier. Peter, du hast noch Blinker an. Genau. Der geht irgendwann aus. Danke, danke. Okay. Wenn die Batterie die 12 Volt erreicht hat, geht die aus. So, ich mache jetzt apropos aus. Ich mache jetzt die Kamera aus. Hat mir auch schon gefehlt. Es ist Ja, Wir hätten wir sind, mal gleich am Anfang machen sollen. auf der Autobahn. Ja, wir sind mal wieder durch eine Straßensperre durchgefahren. Über den Radweg. An einer Walze vorbei. An einem VW-Bus vorbei. Und jetzt auf einer abgeschrubbelten Straße hier in Richtung Parchim. Parchim ist übrigens in Deutschland, in Norddeutschland. Und in einer überschaubaren Entfernung von Lüneburg weg. Wir sind noch nicht weit gekommen, haben Ja. noch 360 Kilometer zu fahren. Die Straßenbaubehörde war echt dagegen, dass wir mal vorwärts kommen hier. Siehst du, guck, das war eine Sperrung in der Sperrung. Da vorne ist nämlich auch noch mal Ja, zu. und dann geht es hier aber wieder weiter. Vernünftig. Flack die Flack. Mann, Mann, Mann. Kante. Ja, Kante. Geben wir uns noch die Kante. Ups. Du kommst hier nicht vorbei. Fahr erst gar nicht rein. Nein, vergiss es. Aber Nein. der kommt nicht über den Radweg. So. mach die Tür zu. Und ziehen Hintern ein. Schlossparkhotel? Ja. Du fährst zum Schloss. Ich will zum Schlossparkhotel. Ne, irgendwie nicht. Fahren wir hier rein. So, Schatzi. So, angekommen, ihr Lieben. Donnerwetter. Diese riesen Motoren hier. So. Dann machen wir mal die mal aus, ne?
Gegessen haben wir, geduscht haben wir, Zimmerschlüssel haben wir auch. Die Drohne ist rumgeflogen. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir irgendwas vor dem morgigen Regen an den Motorrädern in Sicherheit bringen müssen. Aber ich glaube, es sieht nicht so aus. Ja, das ist Saalgast, Schlosshotel, Schlossparkhotel. Das ist nicht das Schlosshotel, das ist Schlossparkhotel. Und ja, sieht ganz gut aus. Ich denke mal, wir werden auch relativ ruhig pennen. Ja, den Tag 2 hätten die Kameras fast nicht überlebt. So hat es geregnet, ständig Regenklamotten an, fast immer auf der Autobahn. Das war gar nichts. Insofern gibt es hier nur ein paar ganz kurze Impressionen und es geht dann mit Tag 3 weiter. Ja, von Saalgast ging es im Regen schon los in Richtung Dresden, gleich auf die Autobahn und wir überquerten dann die Grenze nach Tschechien und hier sind wir auf der Höhe von Königgrätz auf dem direkten Weg über die 442 nach Olmütz. Ja, das Wetter war auch an Tag 3, zumindest bis in den Nachmittag, dann unbeständig. Wir sind dann nach Polen reingefahren und kamen dann an die Hohe Tatra, sind drumherum gefahren bis nach Keesmarkt. Und weil es von Tag 2 nicht so viel zu sehen gab, hier ein paar erste Eindrücke von Tag 3. Unsere Männer nehmen auf uns keine Rücksicht. Guck mich an. Gar nicht. Guck den an. So, zack, Jacke zu. So, die gut aussehen, ne? Wir sind den ganzen Tag schon durch Nieselregen durch. Das sagst du jetzt nicht mit dem. Schön aussehen tut's nicht, aber es zeigt mal, in was für einem Abenteuer wir uns bewegt haben. Aber die Landschaft hier ist ja schon mal großartig. Ja, guten Morgen aus dem Tatra Mountain Golf Resort.